Willkommen zur Sneak Preview Modelljahr 2021. Das hier ist ein ganz neues Fahrzeug, was Pössl fürs Modelljahr 2021 vorstellt. Und zwar, ihr erinnert euch an unser Trenta 640 Video. Da haben wir gefragt, vielleicht kommt da was, als wenn wir es geahnt hätten. Da steht er, der Trenta 600. Ein Fahrzeug, 6 Meter, Heckdoppelbett quer, super moderner Möbelbau, breiter Einstieg. Für mich ein Fahrzeug, was mich absolut anspricht. Und deswegen schauen wir uns den in diesem Video mal ganz genau an. Der Trenta 600, genau wie der Name schon sagt, ist ein Fahrzeug, was 6 Meter lang ist. In dem Fall hier eine super leuchtende Farbe, das ist Profondo Rot Metallic, kombiniert mit dem Maxi-Chassis, zu erkennen an den breiten Radläufen. Eigentlich fehlt dem Auto, damit es gut aussieht, nur noch ein Satz schicker Alufelgen. Serienmäßig kommt das Fahrzeug mit den vorgehängten Fenstern, das ist bei allen Pössl D-Line-Fahrzeugen so, aber ihr könnt natürlich die Fahrzeuge auch mit den Rahmenfenstern bestellen. Das ist eine Frage der Optik und des Geschmacks. Aufpreis im Modelljahr 2020 war 379 € für die Fenster. Ich könnte mir vorstellen, dass es im nächsten Jahr genauso ist. Die ganzen Details erfahren wir nämlich erst ein bisschen später zu den Fahrzeugen. Aber gerade deswegen, weil wir noch nicht alles wissen, nehme ich euch heute jetzt mal mit auf meinen ersten Eindruck zu einem Pössl Trenta 600. Ich habe eben einmal kurz um die Ecke geluschert. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Und ich kann euch sagen, das ist schick. Guckt mal mit rein. Es ist im Prinzip der Möbelbau der Trenta, das Sondermodell zum 30-jährigen Geburtstag. Letztes Jahr war ja so ein bisschen Testballon von Pössl zu gucken, ob ein modernerer Einstieg in die Wohnwelt beim Kunden gut ankommt. Und man hat einfach festgestellt, dass es richtig gut ankommt. Der Trenta einfach eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und deswegen hat man sich entschieden, eine Trenta Line im Prinzip draus zu machen und den Trenta fest mit ins Modellprogramm zu übernehmen. Das heißt, wir haben immer die gleichen Dinge, die bei allen Trenta gleich sein werden. Wir werden immer einen großzügigen Einstieg haben. Wir werden immer diesen Möbelbau haben mit dem modernen Holz, viel Grau und auch drinnen viel Edelstahl. Und wenn du einmal da rumschwenkst, was den Trenta abhebt von allen anderen D-Line-Modellen, ist, dass wir dort oben diesen Ausschnitt haben, dass der Durchstieg zum Fahrerhaus einfach großzügiger und schöner ist. Dafür geht aber natürlich auch ein bisschen Stauraum verloren. Mich spricht das auf jeden Fall an. Mich würde mal interessieren, würdet ihr lieber bei den klassischen Pössl-Modellen bleiben, so wie ihr das in dem normalen Rosenholz-Dekor oder in dem Elegance-Dekor? Oder sagt ihr, Trenta, das ist meine Welt? Schreibt das mal in die Kommentare. Geben wir dann ein bisschen weiter an Pössl, damit wir wissen, ob zum Modelljahr 22, wir sind ja mit Modelljahr 21 schon fast wieder fertig, die Trenta-Linie ausgeweitet werden soll. Oder ob man sagt, es ist schön, aber reicht auch so. Beim Trenta, das ist ein Fahrzeug der D-Line und bei den D-Line-Fahrzeugen habt ihr Soft Close serienmäßig mit dabei. Das heißt, die Schiebetür schließt sich ganz leise, wenn man das macht. Es muss nur ein Kontakt geschlossen sein, hier, und dann zieht die Tür sich mega leise damit ran. Eine absolut freundschaftsfördernde Maßnahme auf dem Stellplatz. Serienmäßig beim Trenta, wie bei allen anderen D-Line-Fahrzeugen, ist natürlich die Trittstufe. Seit ein paar Jahren ist es gang und gäbe bei den meisten Herstellern, dass wir die 70 cm breite Trittstufe haben. Also die Basics sind alle mit da. Fliegengittertür, Soft Close, Trittstufe, alles mit dabei. Was den Trenta jetzt anders macht als andere Fahrzeuge, ist neben dem Möbelbau zum Beispiel, dass er hier vorne den Kühlschrank mit auf der Stirnseite angeordnet hat. Und zwar den Kühlschrank mit den beidseitig angeschlagenen Türen, dass ich sowohl von innen hervorragend drankomme, als auch von außen dran kann. Bedienung für die Trittstufe hier. Und jetzt müssen wir den Strom noch einmal kurz mit anmachen. Zack. Was man hier auf den ersten Blick sieht, dass das Lichtkonzept einfach aufwendiger gestaltet ist als in vielen anderen Fahrzeugen. Wir haben hier beleuchtete Leisten. Wir haben den gesamten Möbelbau hier oben, überall indirekte Beleuchtung. Das zieht sich einmal komplett rum bis rüber in die Sitzgruppe hier vorne.
Und was man jetzt im Hellen kaum sieht, wir haben hier oben das Licht auch nochmal. Vielleicht sollten wir dieses Fahrzeug einmal kurz für euch abdunkeln, damit wir uns das Lichtkonzept im Dunkeln angucken können und ihr seht, wie schick so ein Trenta von innen sein kann. Das machen wir jetzt einfach mal. So sieht es nachts im Trenta aus. Wir machen jetzt mal Stück für Stück das Licht an, dass man sehen kann, wie schick das ist. Wir fangen mal an mit der indirekten Beleuchtung. So haben wir, und das kann man dann schön sehen, hier der gesamte Küchenblock ist mit beleuchtet. Ihr habt schon mal in den vorderen Bereichen und in der Küche die indirekte Beleuchtung. Und auch hier oben dieser gesamte Baldachin mit dem Licht und auch die Ablagen in dem, ja, hat das eigentlich einen Namen, in dem ausgeschnittenen Durchgang nach vorne ist mit beleuchtet. Wer es punktuell heller haben will, hat hier natürlich eine ganz helle Beleuchtung für die Sitzgruppe. Der hat hier richtig schön helles Licht oben an der Decke. Und dann geht das hier nach hinten natürlich weiter. Auch in der Küche haben wir natürlich ein helles Arbeitslicht und man sieht doch auf den ersten Blick, wenn man sich vorstellt, draußen ist dunkel, kann man richtig gut arbeiten. Auch hinten umlaufend haben wir die indirekte Beleuchtung und dann haben wir die Lesespots. 1, 2. Hier ist es tatsächlich so, sogar am Fußende ist auch ein Platz für die Lesespots. Das heißt, wenn ihr andersrum schlafen wollt, kannst du die rausnehmen und drüben wieder reinhaken. Und dann haben wir hier in der Nasszelle, da kann man die Dachhaube nicht verdunkeln, deswegen ist jetzt ein bisschen heller, natürlich auch nochmal ein schönes Licht mit dabei. An so einem Tag wie heute ist es nicht die allercleverste Idee, alles dunkel zu machen. Man sieht, mir ist direkt richtig schön warm, deswegen lassen wir jetzt erstmal wieder Luft rein und dann widmen wir uns den anderen Details von diesem wunderschönen Fahrzeug. Das, was den Trenta besonders macht gegenüber den anderen Fahrzeugen, ist vor allem der Materialmix. Das ist was wir aus anderen Fahrzeugen bei Pössl überhaupt nicht kennen. Wir haben zum einen hier diese ganze Wandbespannung, das ist so ein, ja, es fühlt sich fast an wie Stoff, aber es ist natürlich Kunststoff auf Holz, aber wenn man sich das anguckt, diese Maserung kann man ganz gut erkennen. Und das kombiniert mit dem Holzdekor ist, glaube ich, was momentan absolut den Zeitgeist trifft im Stil des Ganzen. Was für mich ganz entscheidend ist, was ich eingangs gesagt habe, hier der Ausschnitt. Und das ist das, wo man sich wahrscheinlich entscheidet, ob man eher ein Twin S Plus von Pössl mag oder ob man eher das hier mag. Weil die Fahrzeuge vom Grundriss relativ nah beieinander sind. Den Twin S haben wir auch schon in so einem Kurzvideo vorgestellt. Das verlinken wir euch mal oben links oder rechts in der Ecke, wo auch immer das kommt, dass ihr mal vergleichen könnt, wo ihr euch eher drin seht, weil die Idee ähnlich ist. Beim Trenta, und deswegen drehe ich jetzt einmal kurz die Sitze in Fahrposition, damit man versteht, wie ich das meine. Also ist es so, dass wenn ich auf dem Fahrersitz durchsteige, ich einfach hier die Möglichkeit habe, quasi aufrecht durchzugehen und ich muss mich eigentlich kaum bücken. Ich kann einfach super komfortabel hier einsteigen und das ist was ich echt gut finde, weil ich nur einfach nicht zierlich bin. Es geht einem dafür aber natürlich dieses tolle Fach, was man eigentlich hier oben hat, verloren. Was da das Wichtigere ist, das müsst ihr mal für euch entscheiden. So, glaube ich, gewinnen Raumgefühl, Lichtkonzept sind im Trenta toll und vielleicht sogar ein Tick schöner als im Twin S Plus. In Sachen Stauraum ist der Twin S Plus mit diesem wertvollen Fach natürlich nicht zu übertreffen. Was fällt uns im Cockpit auf? Nichts. Das Cockpit ist im Prinzip genau das gleiche wie aus dem Modelljahr 2020. Wir haben in dem Fall hier einen Citroën. Der Trenta dürfte, das werden wir sehen, in den klassischen Motorisierungen 140 und 165 PS zu bestellen sein. So wie er hier steht, hat er das Lederlenkrad mit dabei. Das würde ich auf jeden Fall mit dazu bestellen. Aber im Prinzip ändern sich an Fiat und Citroën, den Basisfahrzeugen, nichts. Und deswegen sollten wir unsere Aufmerksamkeit lieber dem Möbelbau und dem Wohnmobil hinten widmen. Das ist viel aufregender als der Rest. Vielleicht noch ein Blick hier vorne drauf. Das kennt ihr auch schon aus unserem Trenta-Video. Das ist der Polsterstoff Paco. Das ist der Serienstoff, den der Trenta hat. Und der hat so eine raue Optik. Ich finde es super gemütlich und es passt vor allem perfekt zu dem restlichen Möbelbau. Der Trenta 600 hat genau wie sein großer Bruder oder seine große Schwester, der 640er, hier ein offenes Raumgefühl. Für denjenigen, der übrigens sagt, das finde ich alles super geil, was du mir da zeigst, aber ich will unbedingt Längsbetten, schau dir einfach mal den Trenta an. Der heißt jetzt im neuen Modell ja Trenta 640, ist aber das gleiche Auto wie letztes Jahr. Da hast du bis hierhin eigentlich ein identisches Auto und dann die Längsbetten im Heck, nur halt den Wagen dann 636 und nicht 599 lang. Ja, wir haben eben keinen hochgezogenen Schrank. Dadurch fehlt mir hier ein bisschen Kleiderschrank. Das löst Pössl, indem hier eine Art Kleiderschrank ist mit rausnehmbaren Böden. Davor haben wir die großen Schubladen.
Und ganz unten natürlich noch eine dritte Schublade. Und damit es in der Küche an Stauraum nichts fehlt, haben wir hier oben drüber riesengroße Fächer. Keine Begrenzung drin, kann man positiv oder negativ sehen, weiß ich gar nicht genau. Aber auf jeden Fall kann ich das hier oben alles richtig schön zupacken. Und was ich einfach toll finde, ist das grifflose Design mit dieser, ist das, ja, sagen wir mal Silberkante, ich weiß gar nicht, was das für Material ist, und diesem grauen Stoff drauf. Mir gefällt das gut. Was komplett neu ist, das wird aber für die gesamte Trenta-Line so sein, also auch der 640er wird das im kommenden Modell ja so bekommen, ist die Anordnung der Nasszelle. Wir haben hier das erste Mal bei Pössl eine Holzschiebetür. Bisher haben wir immer Raum oder Schwenkbad mit Lamellentüren. Hier haben wir wirklich eine normale Nasszelle und haben hier eine Schiebetür. Zum einen so zu schließen. Optisch finde ich ist das gut. Sieht ein bisschen aus wie ein moderner Schrank, aber passt gut. Und das Schöne ist, dass die Tür nicht in den Weg geht, weil bei den anderen, bei den klassischen Nasszellen die Tür eben aufgeht und oft hier gegenschlägt und bei den Raumbädern ja auch der Durchgang blockiert ist. So habe ich auf jeden Fall einen breiten Durchgang, dass ich hier gut reinkommen kann. Geduscht wird mit Vorhang. Die Details, Stehhöhe und all solche Dinge machen wir euch. Sobald wir das können und wir die ersten Fahrzeuge bei uns haben, nehmen wir wirklich Maße vom Bett, Stehhöhe und alles, was dazu kommt. Da einfach dran denken. Gut, da fällt mir gerade ein. In der App jetzt unter dem Video unten auf Abonnieren drücken, dann die Glocke aktivieren und dann habt ihr unseren Kanal abonniert und bekommt die Informationen, wenn das Trenta 600 Video mit allen Maßen und Details rauskommt. Wir haben hier eine klassische Kassettentoilette. Mal gucken, ob ich da reinpasse. Ja, guck mal, passt auch. Ich mache mal kurz die Tür zu, um zu gucken, ob dann hier mehr Platz ist. Oh ja, das ist gut. Das gefällt mir richtig gut. Wenn die Tür zugeht, ist hier ein bisschen mehr Raum für die Ellbogen. Habt da also noch ein bisschen mehr Spielraum drin. So passt das aber auch. Wir haben hier oben ein neues Waschbecken. Das hatten wir so in noch keinem Modell. Achso, und das habe ich schon in so einer Vorab-Info gesehen, was ich richtig witzig finde und vor allem clever. Das hier ist ein Toilettenpapierfach. Und zwar ist hier ganz einfach gelöst ein Halter, wo das Klopapier reingelegt werden kann. Und dann kann ich das kann ich es hier einfach rausführen und dann kann ich duschen und nichts kann nass werden und das Toilettenpapier ist da drin. Darüber hinaus ist das natürlich auch Stauraum. Licht haben wir hier schön von oben. Ich gehe mal davon aus, dass das Nasszellenfenster eine Option sein wird. Also wer es haben will, sollte das mitbestellen. Die Dachhaube wird immer Serien sein. Hier steht Push auf dem Spiegel. Ich bin ganz gespannt, was hinter dem Push sich verbirgt. Ja gut, es war zu erwarten, ein Schrank. Aber passt alles mit rein und ist eine clevere Raumausnutzung, weil wir so einfach keinen Raum der Nasszelle wegnehmen, großen Spiegel haben und trotzdem schönen Stauraum. Die Frage ist, wo der Stauraum verloren geht. Und da gucken wir jetzt mal hinten in den Bettbereich. Der Bettbereich im Trenta 600 ist im Prinzip ganz klassisch angeordnet. Ihr schlaft wahrscheinlich mit dem Kopf in die Richtung, weil das Bett da vorne etwas breiter ist. Das, was man dort sieht, ist der Nasszellenschrank, den wir eben geöffnet haben, der vorne noch zwei kleine Ablagen mit dabei hat, damit der Raum nicht ganz verloren ist. Und was ich finde, was ganz geschickt gelöst ist, ist, dass der Schrank eben nicht ganz runtergezogen ist, sodass man da, wo die Füße liegen, volle Breite hat. Und da, wo der Nasszellenschrank eigentlich überhaupt niemanden stört, das könnte man eigentlich in mehr Modellen machen. Die Idee finde ich richtig gut, liebe Entwickler, finde ich clever. Das sind die kleinen Details, die von Jahr zu Jahr besser werden. Man denkt immer, was soll da noch kommen? Und dann kommt jemand und sagt, heute machen wir den Kühlschrank an die Stirnseite der Küche und machen ein kleines Schränkchen an die Nasszellenwand. Und es sind zwei Details, die es zum nächsten Modell ja wieder noch mal schöner machen. Die Matratze ist Pössl typisch dreigeteilt, das heißt, ihr könnt sie nehmen, die Einzelteile hier oben stapeln, Lattenrost genauso, oben drauflegen, mit dem Gurt sichern. Dann hat man die volle Flexibilität und kann mit dem Trenta auch mal einen Umzug machen, wenn euch das Auto dafür nicht zu schade ist. Und unten drunter haben wir den klassischen Stauraum. Den müssen wir dann in unserem ausführlichen Video auch noch mal ordentlich vermessen, aber es dürfte die gleiche Breite und die gleichen Maße wie im Tubin sein. Praktisch gelöst, dass man nicht den ganzen Stauraum ausräumen muss, kommt man von hinten toll an die Gasflaschen ran. Und ich gehe mal davon aus, dass es den Trenta wahlweise mit Diesel- oder mit Gasheizung gibt. Das heißt, auch hier haben wir die Möglichkeit mit Kompressor, Kühlschrank, Dieselheizung, Solaranlage, wenn ihr wollt, Lithium-Batterien, ein super unabhängiges Auto draus machen. Ja, wenn ihr auch so gespannt auf die gesamten Details dieses Fahrzeugs seid, folgt uns bei Instagram oder folgt uns bei YouTube. Damit kriegt ihr dann die Info, wenn das Video mit allen Daten rauskommt. Wir werden den wunderschönen sonnigen Tag hier in Racknitz in der Nähe von Leipzig nutzen, euch einen ersten Einblick
in die anderen Modelle zu geben, weil wenn du einmal rüberschwenkst, da stehen die Transporter, da haben wir noch das eine oder andere vor uns. Ich freue mich drauf, euch gleich im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin, viel Spaß!